Good morning. Guten Morgen. I hope you have a mixture of shock and being stirred up and woken up. Ich hoffe, du hast eine Mischung aus Schock, einem Gefühl des aufgewühlt Werdens und des Erwachens. But my biggest desire is that a passion to surrender to our loving King Jesus is growing. Aber mein größter Wunsch ist, dass eine Leidenschaft, dich unserem geliebten König Jesus hinzugeben, in dir heranwächst. Let's go ahead and let's read a beautiful scripture from Luke. Wir machen weiter und lesen eine schöne Schriftstelle aus Lukas. And we are going to Luke chapter 14. Wir gehen zu Lukas 14. Now, Jesus had some very strong words. Jesus sagte einige sehr, sehr starke Worte. Now great multitudes went with him. We're starting in verse 25. 14, Wir beginnen in Lukas 14 mit Vers 25. Great multitudes went with him, and he turned to them and said to them. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. What's he going to say to them? Was wird er ihnen sagen? Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Every pastor and preacher that I have ever met, Jeder Pastor und Prediger, den ich je getroffen habe, who wants to plant a church and gather a group of people together, der eine Gemeinde gründen und eine Gruppe von Menschen versammeln will, he does not say things on purpose that offend these people and could make them turn away. sagt nicht Dinge absichtlich, um Menschen zu verletzen und sie dazu zu bringen, sich abzuwenden, Because he wants the numbers. weil er Zahlen haben will. So the multitudes are following Jesus. Die Volksmengen also folgten Jesus. So Jesus turns around and talks to them. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen. You would think that he should say something very loving, kind, nice and politically correct. Du würdest denken, dass er etwas sehr Nettes und politisch Korrektes sagt. Look what he says. Schau, was er sagt. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life, he cannot be my disciple. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Well, Jesus, calm down. Jesus, beruhige dich. You have the opportunity right now to have crowds. Du hast genau jetzt die Gelegenheit, Menschenmengen zu haben. You have the opportunity to have a lot of people. Don't offend them. Du hast die Gelegenheit, viele Leute um dich zu haben, also beleidige sie nicht. You know, look at how the Passion puts this. Schau, wie die Passion-Übersetzung es sagt. As massive crowds followed Jesus, he turned to them and he said, Als große Menschenmengen Jesus folgten, wandte er sich an sie und sagte, when you follow me as my disciple, not as a Christian who is going to heaven. wenn ihr mir als meine Jünger nachfolgt, nicht als ein Christ, der in den Himmel kommt. Jesus is never saying, hey, if you want to go to heaven, Jesus sagt nie, hey, wenn ihr in den Himmel gehen wollt, if you want to be my disciple, wenn ihr meine Jünger sein wollt, you must put aside your father, your mother, your wife, your sisters, your brothers. müsst ihr euren Vater, eure Mutter, eure Frau, eure Schwestern und eure Brüder zurücklassen. It will even seem as though you hate your own life. Es wird sogar so aussehen, als würdet ihr euer eigenes Leben hassen. Then he says, this is the price you'll pay to be considered one of my followers. Dann sagt er, das ist der Preis, den ihr zahlen müsst, um zu meinen Nachfolgern zu gehören. Why is he so harsh? Warum ist er so hart? Very simple, because Jesus preached the kingdom. Sehr einfach, weil Jesus das Königreich predigt. And in the kingdom, you either surrender to the king or you automatically surrender to the king of the other king. Im Königreich unterstellst du dich entweder dem König oder du bist automatisch dem König des anderen Königreichs unterstellt. Look, he continues to say, anyone who comes to me must be willing to share my cross and experience it as his own. Schau, was er weiter sagt. Jeder, der zu mir kommt, muss bereit sein, mein Kreuz zu teilen und es als sein eigenes zu erfahren. Or he cannot be considered my disciple. Sonst kann er nicht als mein Jünger gelten. So Jesus said, don't follow me without considering what it will cost you. Jesus sagt, folge mir nicht, ohne zu berücksichtigen, was es dich kosten wird. You know, and then he warns, he says, you have to count the cost, otherwise it's not going to work out. Dann warnt er und sagt, du musst die Kosten kalkulieren, sonst rechnet es sich nicht. Look what he says in verse 33. Schau, was er in Vers 33 sagt. Likewise, unless you surrender all to me, giving up all you possess,
you cannot be one of my disciples. Ebenso könnt ihr nicht einer meiner Jünger sein, wenn ihr euch mir nicht ganz hingebt und alles aufgebt, was ihr besitzt. So, why did Jesus just not preach a very nice sermon like he did on many other occasions? Warum predigte Jesus nicht einfach eine sehr nette Predigt, wie er es an anderen Gelegenheiten getan hat? Jesus showed his love, his kindness, his goodness and preached nice things. Jesus zeigte seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Güte. Er predigte nette Dinge. But when he sees the crowd wanting to join him and be part of him, Als er aber die Volksmenge sieht, die ihm nachfolgen will und zu ihm gehören will, he made it very clear that you are not just going to follow another rabbi. sagte er ganz klar, dass du nicht einfach einem anderen Rabbiner folgen wirst. You are now entering into a kingdom, and in that kingdom you've got to be surrendered to the king. Nun betrittst du ein Königreich und in diesem Königreich musst du dem König hingegeben sein. One of the greatest battles and struggles in every one of our lives is this. Einer der größten Kämpfe, das größte Ringen in jedem unserer Leben ist dies. It's the battle between self-centeredness and Christ-centeredness. Der Kampf zwischen der Selbstzentriertheit und zwischen der Christuszentriertheit. It's the battle between being surrendered to Christ or being surrendered to yourself. Der Kampf, Christus hingegeben oder sich selber hingegeben zu sein. And that's what I call the battle of the two kingdoms. Und das nenne ich der Kampf der beiden Königreiche. Why? Warum? Because everything in the spiritual world is about kingdom. Weil sich in der geistlichen Welt alles um das Königreich dreht. If you are the king of what you think is your own kingdom, Wenn du der König bist von dem, was du glaubst, dass es dein eigenes Reich ist, in reality, the moment you live like this, you have surrendered to a kingdom, the king of the kingdom of darkness. in Wirklichkeit, in dem Moment du so lebst, hast du dich dem König des Königreichs der Finsternis unterworfen. Because the kingdom of darkness is all about self. Im Königreich der Finsternis dreht sich alles um das Ich. The devil was thrown out of heaven because he wanted to have his own kingdom. Der Teufel wurde aus dem Himmel geworfen, weil er sein eigenes Königreich haben wollte. Think about it. Denk darüber nach. I'm beautiful, I'm exalted, I'm blah, 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 blah. Ich bin schön, ich bin erhaben, bla 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 bla. God gave everything freely to Adam and Eve in the garden. Gott gab im Garten Adam und Eva alles umsonst. They had God himself. Sie hatten Gott selber. They had an intimate relationship. Sie hatten eine innige Beziehung, All the provision. alle Versorgung, A beautiful garden to take care of. einen schönen Garten, den sie pflegen konnten. Everything was perfect. Alles war perfekt. So the devil could not come in and do anything Der Teufel konnte nicht hineinkommen, um irgendetwas zu tun, because he didn't have the authority, weil er nicht die Autorität hatte. because the earth belonged to man. Denn die Erde gehörte den Menschen. So he knew if I could get man to surrender to me, Er wusste, wenn ich die Menschen dazu bringen kann, sich mir hinzugeben, then I can express my kingdom through them. dann kann ich mein Reich durch sie zum Ausdruck bringen. So that's why self-surrender is one of the biggest keys in the kingdom of the light. Deshalb ist sich selbst hinzugeben einer der größten Schlüssel im Königreich des Lichts. Constantly surrender yourself to King Jesus. Du gibst dich dauernd König Jesus hin. The sad thing is, Das Traurige ist, that's very, very sad, das ist sehr, sehr traurig, that Christian thinks that it's to do good or to do bad, to sin or not to sin. Christen denken, dass es darum geht, Gutes oder Schlechtes zu tun, zu sündigen oder nicht zu sündigen. They said, can I do that? Is that sin? Sie fragen, kann ich das tun? Ist es Sünde? That's such a wrong question. Das ist so eine falsche Frage. Sin has been resolved at the cross. Sünde wurde am Kreuz gelöst. The question is this, when I do this, which kingdom am I surrendering to? Die Frage ist die, wenn ich dies mache, welchem Königreich unterwerfe ich mich? That's the question you have to ask yourself all day long. Das ist die Frage, die du dir den ganzen Tag lang stellen musst. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.